Moin moin liebe Leute, hier ist David von Musik Produktiv. Ich habe heute einen schönen Verstärker für euch mit dabei, und zwar den Sheriff 44 von der Firma Victory. Das ist jetzt eine relativ junge Verstärkerschmiede, hervorgegangen aus der Firma Cornford, auch ein britischer, ziemlich edler Verstärkerhersteller, wird wahrscheinlich auch einigen Leuten ein Begriff sein. Hier jetzt brandheiß, so ein schöner, auch britisch gehaltener Verstärker im Offset-Design, also alles eben so ein bisschen dezentriert nach rechts gerückt. Auch ansonsten inhaltlich ein ganz klassischer Verstärker. Man zieht jetzt seine Power aus zwei EL34 Röhren in der Endstufe. Damit kommen wir insgesamt, wenn wir wollen, auf 45 Watt. Allerdings lässt sich der Verstärker diesbezüglich auch noch ein bisschen runterregeln. Das ist ziemlich cool. Da haben wir nämlich einerseits hier vorne, damit fangen wir einfach mal an, würde ich sagen, von der Beschreibung her. Wir haben auf der Vorderseite einmal die Möglichkeit, hier zwischen High und Low zu wählen. Und auf der Rückseite Einstellungen, ja, was den Bias anbelangt, nochmal vorzunehmen, also für den Ruhestrom, für die Röhren. Da können wir wählen zwischen einem Fix-Bias auf der einen Seite und einem Kathoden-Bias auf der anderen Seite. Und zusammen mit diesen Schaltungsmöglichkeiten auf der Front ergeben sich dadurch entweder 45 Watt, sage ich mal, an Leistung aus der Endstufe, 45 bis 44 Watt, 30 Watt und ansonsten 2x6 Watt. Wir fahren den jetzt gerade hier vorne im High-Betrieb. Rückseitig habe ich den Kathoden-Bias angewählt und dadurch kommen wir dann nach Adam Riese auf 30 Watt. Was bedeutet das überhaupt? Fragen sich manche von euch jetzt vielleicht an der Stelle. 45 Watt, das ist schon ziemlich viel, vor allem wenn wir da zwei so große Kolben mit den EL34 Röhren im Betrieb haben. Das kann unter Umständen, je nach Örtlichkeit, je nach Raum, Studio und so weiter, einfach mal zu viel sein, als dass man die Endstufe ein bisschen eher schon mal ankitzeln möchte. Und dadurch erlangt man etwas mehr Kompression bei niedrigeren Lautstärken, aber auch einen etwas größeren Dynamikbereich. Das kommt uns hier erstmal ganz entgegen. Ansonsten haben wir ganz klassisch einen zweikanaligen Verstärker aufgebaut mit zwei Inputs davon, die aber auch fußschaltbar gemacht werden können. Den zeige ich euch gleich vielleicht nochmal. Der Fußschalter liegt nämlich im Lieferumfang bei. Und ansonsten, wenn wir schauen, wir haben ein Volume für jeden Kanal, was dann so gesehen als Gain-Regler funktioniert, womit man den Grad der Übersteuerung so ein bisschen regeln kann. Wir haben Höhen, Mitten und Bässe von der Klangregelung her, was sich die beiden Kanäle teilen. Das ist aber kein Beinbruch, das funktioniert sehr gut. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf zurück. Ein Presence, also ein Master-Höhenregler, wenn man so möchte. Und abschließend dann noch unseren Master. Genau, ein relativ kleines Kraftpaket. Klingt gut, hören wir mal rein, oder? Ich habe den erstmal jetzt im Clean-Kanal. Ich habe hier eine 57er, eine Goldtop auf dem Schoß. Gleich zeige ich euch noch mal ein bisschen was mit der Strat zwischendurch. Und ganz klassischerweise würde ich sagen, fangen wir mal mit ein paar Clean-Sounds an. Ich habe den dafür jetzt sehr weit runter geregelt. Wir sind jetzt hier schon bei doch relativ deutlich unter 9 Uhr, weil es sonst schon anfängt, leicht so ein bisschen Dreck im Ton zu geben. Ja, also da würden manche Leute vielleicht jetzt meckern, dass es kein astreiner Clean-Sound mehr ist. Deshalb hören wir einfach mal rein. So, am Halt jetzt vielleicht noch mal was von der Bridge. So als erster Eindruck. Man merkt jetzt, wenn man schon ein bisschen mehr reinfüttert, sag ich mal von der Anschlagshand, dass der Verstärker da auch entsprechend mitgeht. Aber erstmal ein ziemlich schöner Clean Sound meiner Meinung nach, gerade auch für einen britisch gevoiceden Amp. Das muss also jetzt nicht immer amerikanisch sein und das große F draufstehen, damit man eben einen schönen Clean Sound hat. Ich habe jetzt mal das Gain ein bisschen nachgeregelt. Wir befinden uns immer noch im Clean-Bereich des Verstärkers. Es ist jetzt aber so, dass man langsam ein bisschen Haare auf den Ton bekommt, sprich alles Richtung Blues und Artverwandtes. Klappt ganz prima. Hören einfach mal rein.
gezupft ist vielleicht. Ja, also ich sag mal, jeder Blues-Gitarrist wird sich über so einen Ton freuen. Das ist auch, ja, man fühlt sich direkt irgendwie ein bisschen heimisch. Ich will nicht sagen altbekannt. Ne? Das ist natürlich schon noch jetzt ein eigener Verstärker, ganz klar. Aber wo er seine Gene hat, das sieht man ihm nicht nur an, sondern das hört man auch. Das ist schon mal sehr cool. Genau, ich würde sagen, das treiben wir jetzt einfach mal weiter. Ich drehe das Gain ein bisschen weiter auf. Gucken wir mal, wo wir da landen. Wir sind jetzt ziemlich genau bei 12 Uhr und da fängt der Verstärker auch schon gut an zu arbeiten und wir kriegen eigentlich einen ziemlich satten Crunch-Ton. Das ist so, sagen wir, alles in Richtung AC/DC und Co. Sollte man damit eigentlich bestens bedienen können. Allerdings zeigt sich dadurch auch meiner Meinung nach schon, dass der Verstärker ganz schön schnell Kante gibt irgendwie, weil wenn man bedenkt, dass wir jetzt im ersten Kanal noch sind, dass ja alles relativ traditionell gehaltene Plexi-Sounds sein sollen, ist das schon verhältnismäßig heiß. Aber alles gut regelbar. Wir haben unsere Crunch-Sounds, wir haben unsere Clean-Sounds. Mit der Strat hören wir auch noch mal rein. Das ist natürlich alles noch ein bisschen klarer. Ja, ich spiele einfach mal ein bisschen ab. Rockton in bester Manier, viel geiler geht es eigentlich nicht. Das ist schon mal sehr cool. Ich würde sagen, um das eben abzuschließen, reißen wir das Gain im ersten Kanal an dieser Stelle mal direkt auf, auch im Vergleich zu haben. Also immer noch ein Overdrive mit einer schön artikulierten Verzerrung, da mulmt oder matscht jetzt nichts. Ne? Das ist schön mittenreich, das ist auf jeden Fall ein Sound, der sich in einer Band gut durchsetzen wird. Das ist schon mal sehr cool. Ja, ein amtliches Rockbrett. Ich würde sagen, wir checken direkt mal den zweiten Kanal aus. Und an der Stelle präsentiere ich euch auch den mitgelieferten Fußschalter ganz kurz. Der wird entsprechend im ersten Input angeschlossen, hier oben. Die Gitarre kommt dann in den zweiten und dadurch habt ihr das dann entsprechend fußschaltbar. Genau. Ganz kurz vorneweg, wenn ich jetzt den Kanal wechsle, Equalizer bleibt alles entsprechend gleich eingestellt. Was beim Kanalwechsel jetzt relativ zügig auffällt, zumindest wenn man jetzt hier im Raum vorm Verstärker hockt, ist, dass sich der Ton dann gleich so ein bisschen schlanker gestaltet. Ja, das verändert sich so ein bisschen. Das finde ich erstmal ziemlich gut und ich denke, da wird sich der oder diejenigen, die den Verstärker designt haben, auch durchaus bei gedacht haben. Denn wenn man jetzt sich in eher so High-Gain-Gefilde begibt, wenn man so möchte, also wenn es alles verzerrungstechnisch hier deutlich zunimmt und man beispielsweise jetzt mit so einer Gitarre, wie ich sie auf dem Schoß habe, daherkommt, mit so einer ganz klassischen Les Paul, die von Haus aus einfach einen sehr runden, dicken, warmen, bassreichen Ton hat und eventuell dann auch noch mit der Stimmung irgendwie weiter in den Keller geht,
dann kann das schnell mal dafür sorgen, dass man irgendwie an Durchsetzungsvermögen verliert im Bandkontext, weil man dem Bassisten oder dem Schlagzeuger mit seiner Bassdrum in den Weg kommt, oder allgemein, dass das Durchsetzungsvermögen dadurch abnimmt. Sprich, das sind Frequenzbereiche, wo der Tontechniker jetzt, ob live oder im Studio, ist relativ wurscht, ohnehin nochmal drüber putzen würde, ja, um das Ganze irgendwie auszudünnen oder zu straffen. Andere Leute schalten sich einen Tube Screamer oder ähnliche Geschichten vor den Amp, um gleiche Effekte zu erzielen. Das braucht man hier an dieser Stelle einfach nicht. Also nicht erschrecken irgendwie, da ist auch nichts kaputt. Bei Bedarf kann man es ja auch nachregeln. Ich bräuchte das jetzt nicht. Genau, das nur vorweg als Info für euch. Zurück zum zweiten Kanal. Wir hören mal weiter rein. Ich habe das Gain jetzt so bei knapp über 12 Uhr und da merken wir, das ist schon ein ziemlich gesunder Hardrock-Ton. Das passt soweit ganz cool vom Sound. Und jetzt würde ich mal sagen, wir gehen mal mit der Gitarre ein bisschen tiefer. Und reißen das Gain noch ein bisschen weiter auf. Da merken wir, dass das so langsam in diese eher 80s Hot Rodded Marshall Gefilde vordringt. Also schon so ein heiß gemachter Plexi-Sound. Van Halen und Co. lassen grüßen. Das macht der Amp auf jeden Fall ziemlich gut und auch da jetzt an der Stelle nochmal kurz betont, macht das absolut Sinn, dass der Amp jetzt hier ein bisschen straffer wird. Wir hören einfach mal rein. So ein Genudel. Um das mal ein bisschen zu illustrieren. Ja, also ich finde, das Verstärkerchen löst das hier bravourös. Und um das abzuschließen und vielleicht mal was Moderneres zu probieren, reißen wir es hier auch nochmal komplett auf, das Gain. Ich stimme nochmal wieder zurück. Um an dieser Stelle vielleicht noch mal kurz zu demonstrieren, was da auch verstärkertechnisch von der Dynamik her geht. Ich bin jetzt, wie gesagt, im zweiten Kanal, habe das Channel Volume komplett aufgerissen und regle jetzt nur mal das Volume zurück und merke, dass man da schon auf ziemlich akkurate Clean Sounds auch zurückgreifen kann, wenn man denn möchte. Wenn man jetzt an den Hals gehen würde zum Beispiel, sollte ich das ein bisschen schöner gestalten. Vielleicht, ja, wir können mal schauen.
so viel vielleicht erstmal. Ich würde sagen, ich wechsle eben kurz nochmal zur Strat, dann sehen wir uns gleich wieder und ich zeige euch abschließend noch ein paar coole Sounds. So, wir melden uns zurück. Ich habe jetzt hier die Strat auf dem Schoß, habe jetzt nochmal den ersten Kanal eingeschaltet und das Gain wieder zurückgerollt. Jetzt mal zum Vergleich, mit der Paula waren wir eben so bei unter 9 Uhr und da war es dann halt, ja, gerade so richtig clean. Jetzt bin ich, ja, gehen wir mal ein Stück zurück, so auf 12 Uhr mit der Strat. Single Coils, deutlich ja, leistungsschwächere Tonabnehmer und da merken wir auch, hoppala, klart schon tierisch auf. Gut, je nachdem, wie stark ich jetzt anschlage, fängt es auch hier schon an, so ein bisschen, ne, dass da so ein bisschen Dreck in den Ton kommt. Allerdings, wenn ich jetzt vorsichtig und ein bisschen sanfter anschlage, ist das eigentlich schon ziemlich clean. Wenn man wollte, könnte es man jetzt natürlich noch weiter zurücknehmen, sagen wir mal so auf 11 Uhr. So als Vergleichsbasis erstmal. Aber auch hier können wir uns ja mal irgendwie so einen bluesigeren Sound mal reinziehen. Vielleicht mal, ne? Also ich sag mal, so ein Hendrix hätte sich wahrscheinlich relativ wohl mit so einem Sound gefühlt. Ich regle das Game mal ein bisschen nach. Vielleicht soweit erstmal. Alles relativ klassische Rock-Sounds, die man hier abrufen kann. Finde ich soweit sehr cool. Ich würde sagen, jetzt abschließend spiele ich euch einfach mal mit einem Riff durch die verschiedenen Zerrgrade, die der Amp so bietet. Daran sollte man noch relativ viel ja, ablesen, abhören können. So im ersten Kanal. Wir wechseln mal rüber in den zweiten. Gain auf 12 Uhr gerade. Jetzt mal voll aufgerissen.
den allerersten Eindruck soll es das jetzt mal getan haben. Entsprechend hoffe ich euch, den kleinen Sheriff hier von Victory ein bisschen näher gebracht zu haben. Es empfiehlt sich natürlich nach wie vor, kommt vorbei bei uns bei Musikproduktiv in Ibbenbüren. Der Verstärker steht hier bereit. Testet ihn am besten selber aus. Von mir kriegt er soweit erstmal einen Daumen hoch und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!